Das Apple iPad Pro ist verfügbar, es wird ausgeliefert. Einige freuen sich schon, dass sie es nutzen können, genau wie ich. Und wer natürlich jetzt nicht das teure Apple Keyboard für dieses iPad kaufen möchte, der sucht natürlich nach Alternativen und nach Hüllen. Ich habe für euch mal im Netz nachgeschaut und habe was Schönes gefunden. Eine Hülle, die nur 25 € kostet, aber wirklich viele Ansprüche erfüllt, die man haben möchte. Und die stelle ich euch jetzt in meinem Video vor. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Schauen wir uns schnell mal die Verpackung an. Die ist jetzt nichts Weltbewegendes. Also du hast hier sozusagen auch keinen Designerpreis, der jemals gewonnen wurde für diese Verpackung. Es ist wie gesagt nur die Schutzhülle drin. Darum nochmal eine normale Folie. Und hier hast du dann wie gesagt die Hülle komplett, die dein iPad schützen soll. Von oben und natürlich auch von unten. Kameraaussparung mit dabei. Beweglich ist sie und sieht vom Material eigentlich relativ gut aus. Leider Gottes ist es so, dass du dir für dein neues iPad Pro eine neue Hülle leisten musst. Und das ist deswegen so, weil die Kameraaussparungen hier sozusagen bei den alten Hüllen nicht mehr passen. Das heißt, du musst jetzt nochmal in die Tasche greifen und dir eine Schutzhülle kaufen. Du kannst das natürlich auch als Apple Original kaufen, das gibt es auch. Aber wenn du hier mal ein bisschen Geld sparen möchtest, gibt es auch gute Alternativen. Und diese Schutzhülle, die hat sich innerhalb von 14 Tagen bei Amazon über 500 Mal verkauft. Ist jetzt absoluter Bestseller in der heutigen Zeit. Das kann sich natürlich immer wieder ändern. Und ich will die euch einfach mal vorstellen. Die ist relativ einfach hier konstruiert, aber aus richtig schönem, haltbarem Material. Ich glaube auch, dass die hier sozusagen eine gute Zeit so ein bisschen übersteht. Irgendwelche Aufkleber hast du hier sozusagen immer noch drin. Und das ist sozusagen hier die Hülle. Innen kommt sie mit einem samtartigen Material und außen würde ich sagen, ist sie so gummiert, teilweise aus Plastik, aber sie fässt sich sehr gut an, ist auch rutschfest, also in der Hand, da sitzt sie ganz gut und du kannst das iPad hier in diese Hülle einfach direkt magnetisch anbringen. Das geht total einfach. Hier sind ganz viele Magneten drin, die sozusagen dein iPad halten und so sieht es dann aus, wenn du das iPad hier direkt drin hast in der Hülle und du hast hier ganz viele Magneten hinten dran, die dein iPad wirklich sicher und vernünftig halten. Das fällt hier sozusagen nicht raus, selbst wenn die Hülle mal so offen ist. Und dann kannst du das Ganze natürlich hier aufstellen, indem du diese Hülle einfach so umlegst und hast dann sozusagen eine tolle Stellfläche für dein iPad und gleichzeitig kannst du diese Hülle natürlich dafür verwenden, dass du dann die Oberseite deines iPads schützt und einfach hier rüberlegst mit einer magnetischen Lasche, wird das Ganze hier sozusagen schön festgehalten. Dann hast du dein iPad wunderbar verstaut. Vorderseite und Rückseite sind geschützt. Auch Fingerabdrücke sieht man dann nur auf der Hülle, nicht mehr auf dem iPad. Also du hast hier sozusagen echt einen super Schutz, der langlebig wirkt und auch wirklich Qualität bringt. Das Schönste an dieser Hülle ist, man hat mitgedacht. Nicht so wie beim Apple Keyboard, sondern man hat hier mitgedacht und der neue Apple Pencil Pro und der Apple Pencil USB-C sind hier sozusagen mit dieser Hülle kompatibel. Das heißt, du legst deinen Apple Pencil hier ein, machst die Lasche drüber und er ist safe. Er fällt nicht mehr ab. Welch ein Wunder. Ja, also das ist schön, der fällt nicht mehr raus. Du kannst im Flugzeug an der Zollkontrolle das Ding in den Rucksack packen, das Ding sozusagen hinlegen, wieder aufnehmen, damit arbeiten und so weiter und so fort. Dieser Apple Pencil sitzt safe und du sparst hier richtig Geld, wenn du diese Lasche verwendest, denn du wirst diesen Apple Pencil so schnell nicht verlieren. Und das finde ich das Schönste an dieser Hülle, dass es wirklich so ist, dass man hier mitdenkt und hier den Apple Pencil schützt. Die Kameras hinten sind natürlich auch freigelassen. Hier die Anschlüsse für die Lautsprecher ebenfalls wirklich freigelassen, sodass alle Funktionen vom neuen iPad Pro umsetzbar sind mit dieser Hülle und wie gesagt klappbar. Es schützt das Display, es hat sozusagen hier relativ einfache Aufstellvarianten. Das geht jetzt hier nicht mehr irgendwo weiter oder sowas. Ja? Also du hast hier sozusagen nur die Möglichkeit, das iPad so zu stellen, aber das reicht doch vollkommen aus. Hier vorne legst du dir schön noch eine USB-Tastatur hin und kannst mit dem iPad optimal arbeiten. Was natürlich an dieser Hülle dann halt immer noch so ist, dass es, naja, ich sag mal, funktioniert halt so direkt nicht. Man kann es so machen, aber hochkant kannst du natürlich da auch mit arbeiten. Aber das gibt natürlich
hier hinten keine mögliche Halterung, die sozusagen dein iPad auch nochmal in der Hochkant-Variante vielleicht ein bisschen schräger macht oder so. Das ist wirklich nur fürs Querformat gedacht, beziehungsweise zum Schutz von deinem iPad. Dafür ist sie nicht so teuer, kostet 25 €. Ist in meiner Videobeschreibung verlinkt und das war schon mit dem Video. Ich hoffe, dir gefällt dieses Zubehör. Ich bedanke mich bei dir fürs Anschauen. Sehr gern bis zum nächsten Video und ich sage Tschüss, Bye Bye und Winke Winke.